Ich habe mir Brian Johnsons Routinen angeschaut. Ich habe sie geprüft und was davon du umsetzen kannst und was nicht. Ihr kennt bestimmt Brian Johnson, mittlerweile sehr bekannt. Er investiert Millionen in seinen Körper. Aber was davon ist auch für jeden von uns umsetzbar? Ich habe seine Routinen genau geprüft und zeige dir heute, was du als Normalo wirklich umsetzen kannst und was weniger realistisch oder teilweise sogar umstritten ist. Denn mal ehrlich, über 100 Supplements täglich, experimentelle Gentherapien, kontrollierte Tagespläne. Das klingt alles spannend, aber ist das überhaupt sinnvoll und auch überhaupt bezahlbar? In diesem Video bekommst du die klare Antwort, welche seiner Methoden wissenschaftlich sinnvoll und alltagstauglich sind und welche du dir getrost sparen kannst. Motion for Balance. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Markus Stöpp, Gründer von Motion for Balance und dein Longevity Coach. Ich unterstütze Menschen auf ihrem Weg zu mehr Energie, Gesundheit und gesunder Langlebigkeit. Brian Johnson ist ohne Frage ein Extrembeispiel, aber genau deshalb lohnt sich auch der Blick hinter die Kulissen. Was steckt wirklich hinter seinen Routinen und was davon macht auch für dich Sinn, wenn du nicht Millionen investieren, sondern smart und nachhaltig in deine Gesundheit investieren möchtest? Denn klar ist, viele seiner Methoden sind schlicht zu teuer, zu extrem teilweise auch oder zu wenig erforscht. Aber es gibt auch Prinzipien, die wissenschaftlich belegt, sinnvoll und absolut alltagstauglich sind. Lass uns also deswegen gemeinsam tiefer reinschauen. Ich nenne dir 5 Routinen, die du dir sparen kannst, wo du stattdessen andere Dinge tun kannst und 5 Routinen, die wirklich sinnvoll sind und auf die du dich konzentrieren solltest, wenn du gesund, fit und klar im Kopf bleiben möchtest. Routine Nummer 1. Er nimmt über 100 Nahrungsergänzungsmittel täglich. Teilweise muss man sagen, auch blind geschluckt statt gezielt ergänzt. Von klassischen Vitaminen über Antioxidantien bis hin zu exotischen Stoffen wie Lithium, Orotate oder Rapamycin. Das nimmt er gelegentlich. Das Ganze basiert auf tausenden Laborwerten, genetischer Diagnostik und natürlich hat er ein riesen Team von Ärztinnen um sich. Er nimmt auf viele, viele Werte jeden Tag und kann das Ganze zu einem gewissen Grad auch besser kontrollieren. Für normale Menschen wie mich und dich ist das allerdings nicht bezahlbar. Das sind mehrere hundert bis zu 1.000 € im Monat. Und es ist auch medizinisch nicht wirklich sinnvoll. Viele dieser Substanzen sind in Kombination kaum erforscht. Sie können sich gegenseitig blockieren oder verstärken und verursachen mitunter unerwünschte Nebenwirkungen. Selbst Vitamine können falsch dosiert mehr Schaden als Nutzen. Zum Beispiel bei den fettlöslichen Vitaminen wie A, D, E oder K. Was du tun kannst, lass regelmäßig Blutwerte checken und nimm gezielt das, was dir fehlt. Also zum Beispiel Vitamin D im Winter, Omega-3 bei Defizit oder Magnesium bei Stress. Mehr ist nicht immer gleich besser, sondern oft auch teurer Unsinn. Der zweite Punkt. Experimentelle mRNA-Therapien und genetische Selbstexperimente. Ja, Brian Johnson hat öffentlich erklärt, mit seinem Sohn Blutplasma-Austausch-Experimente gemacht zu haben. Und er plant auch molekulare Genmodulationen, also zum Beispiel epigenetische mTOR-Beeinflussung. Und beschäftigt sich mit potenziell lebensverlängernden Medikamenten, wie schon gesagt Rapamycin oder auch Metformin, obwohl er eigentlich gesund ist. Ja, diese Substanzen stammen aus der Onkologie, aus der Diabetologie oder Transplantationsmedizin und sind nicht für gesunde Menschen zugelassen oder zumindest langfristig erforscht. Außerdem ist also diese Genveränderung, in Zukunft mag das sicherlich eine Rolle spielen, aber aktuell ist es wissenschaftlich noch nicht so 100% ausgereift und es ist auch teilweise ethisch fragwürdig. Ja, was du tun kannst, setze auf Verhaltensmodifikation, auf Lebensstiländerung, statt eben diese Bioexperimente. Sprich, passe deine Ernährung an, mach mehr Bewegung, optimiere deinen Schlaf, reduziere deinen Stress. All das ist wirklich nachweisbar auf epigenetischer Ebene und ohne Risiko. Punkt 3. Eine vollständige Kontrolle jeder Mahlzeit mit einer präzisen Mikronährstoffkalibrierung.
Ja, Brians Ernährung wird nicht gekocht, sie wird sozusagen programmiert. Ja, jedes Gramm ist abgestimmt auf die Nährstoffverteilung, auf die Verdauungszeit, auf die Blutzuckerreaktion und auch auf die antioxidative Wirkung. Er isst zum Beispiel jeden Tag exakt 1977 Kalorien, aufgeteilt in sogenannten Nutty Pudding, Green Giant oder Super Veggie. Es sind zubereitet von einem Team, einem Ernährungsteam, was wir schon mal nicht zur Verfügung haben. Für normale Menschen ist es nicht erstens durchhaltbar, es ist sozial einschränkend natürlich und es führt auch zu einem Zwangsverhalten gegenüber Ernährung, was wir nicht erreichen wollen. Ein gewisses Maß an Flexibilität, auch Genuss und sozialem Essen ist für langfristige Gesundheit aus meiner Sicht essentiell. Was kannst du tun? Achte auf unverarbeitete Lebensmittel, auf stabile Blutzuckerlast, auf gute Fette und ausreichend Protein, aber ohne die Grammwaage rauszuholen und immer zu gucken, ob du die exakt richtige Menge isst. Denn Essen soll nähern und nicht nur optimieren. Routine 4. Eine tägliche Vollüberwachung mit Dutzenden Tracking-Systemen. Ja, Brian misst alles. Puls, Blutzucker, REM-Schlaf, Hauttemperatur, VO2 Max, Muskelmasse, Gehirnleistung. Und das täglich. Er trägt kontinuierlich Sensoren, macht regelmäßige Ganzkörper-MRTs und lässt Labors regelmäßig Blutbilder analysieren, also inklusive genetischer Marker. Das ist nicht nur extrem teuer, wiederum viele tausend Euro im Monat, sondern auch psychologisch irgendwo riskant, sage ich mal. Wer sich ständig misst, verliert oft das Gefühl für den eigenen Körper und wird abhängig von Daten statt von der Intuition, von dem Bauchgefühl. Außerdem ist es ohne professionelle Begleitung leicht falsch interpretierbar und führt zu vermeidbarem Stress oder Fehlentscheidungen. Was du stattdessen tun kannst: Trage zeitweise zumindest einen Schlaftrecker oder auch einen Blutzuckersensor, um Muster zu erkennen. Aber nutze die Daten mehr als Orientierung und nicht als Zwang. Die 5. Routine: ein hochrigider Tagesplan mit extremer Verhaltenskontrolle. Brian Johnson lebt nach einem minutengenauen Schedule, in dem jedes Detail geregelt ist. Der Schlaf, die Bewegung, Essen, Denken, ja, und sogar auch seine Gesichtspflege oder seine Sexualität. Er verzichtet auf spontane Treffen, auf Gespräche oder Umwege. Es ist alles, wie gesagt, bio-optimiert. Und für Menschen wie du und mich mit Familie, mit Beruf, mit Alltag ist es einfach nicht lebbar. Und würde ich jetzt sagen, auch nicht wirklich gesund auf eine lange Frist. Ja, Studien zeigen, dass Überkontrolle zu erhöhtem Cortisol, zu mentaler Erschöpfung und zu sozialen Problemen führen kann. Das Leben ist nicht programmierbar und echte Gesundheit braucht auch eine gewisse emotionale Flexibilität. Was kannst du trotzdem tun? Rituale sind auf jeden Fall gut, aber der Alltag darf Raum für Freude, für Beziehung und Ungeplantes lassen. Struktur hilft dir, Balance zu halten, aber es ist wichtig, sie nicht zu erzwingen. Ja, und wenn du bis hierhin denkst, wow, spannend, okay, aber was davon kann ich jetzt wirklich selbst umsetzen oder welche Routinen würdest du empfehlen? Dann bleib jetzt unbedingt dran, denn genau jetzt kommen die 5 Routinen aus Brian Johnsons Blueprint, die wirklich Sinn ergeben und in deinen Alltag passen. Falls du noch Infos zu gesunder Langlebigkeit, zu Biohacking und gesunden Altern haben möchtest, dann komm gerne in meine WhatsApp-Gruppe. Der QR-Code, den findest du jetzt hier und auch unten in der Videobeschreibung. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn du dem Video einen Like gibst, damit ich den Kanal weiter aufrechterhalten kann. Wenn du den Kanal auch abonnierst und die Glocke aktivierst, so verpasst du keinen neuen Input mehr. Jede Woche gibt es von mir ein neues Video. Aber jetzt springen wir rein in die 5 Routinen, die wirklich Sinn machen. Punkt 1. Die tägliche Bewegung und ein gezieltes Stretching. Ja, Brian Johnson, er bewegt sich jeden Tag und zwar nicht im klassischen No-Pain-No-Gain-Stil, Bodybuilder-mäßig, sondern wirklich intelligent, dosiert und konstant. Auch wenn er in einem Interview zugegeben hat, dass er nicht wirklich Ahnung von dem Thema hat, aber er findet jemand hat den Plan für ihn sozusagen aufgestellt. Er macht 30 bis 60 Minuten moderates Training, Kraftübungen, Radfahren, Mobility-Workouts und gezieltes Stretching. Sein Ziel ist nicht das Muskelwachstum um jeden Preis, sondern die maximale Funktionalität, der Erhalt der Bewegung und die Verlangsamung altersbedingter Degeneration. Was heißt es für dich? Du brauchst nicht unbedingt ein Gym-Abo.
oder irgendwie ein High-End-Equipment schon tägliche Spaziergänge, ein paar Körpergewichtsübungen, Faszienrollen oder einfache Dehnungen können nachweislich Entzündungswerte senken, das Lymphsystem aktivieren und auch die Mitochondrienfunktion verbessern. Brian Johnson selbst nutzt unter anderem das Glutam Developer, den Wipe-Plate Vibrationsständer und Resistance Bands. Das sind also alles Dinge, die du durch einfaches Stretching oder einen Widerstandsband für 10 Euro ebenfalls simulieren kannst. Dafür brauchst du nicht dieses High-End-Equipment. Zweite Routine, eine fest strukturierte Schlafroutine. Schlaf ist für Brian Johnson heilig und das aus gutem Grund. Während der Nachtruhe passieren die wichtigsten Regenerationsprozesse des Körpers, von zellulärer Reparatur bis zur Stabilisierung des Hormonsystems. Brian geht jeden Abend zur exakt gleichen Zeit schlafen, bei ihm 20:30 Uhr, und achtet auf eine kühle, dunkle, stille Schlafumgebung, ohne elektronische Geräte oder Blaulicht. Das ist absolut hochgradig alltagstauglich. Zwischen 21 und 22 Uhr ist eigentlich so das optimale Schlaffenster, und dann kann man natürlich auch entsprechend früher aufstehen und kann in der Früh noch mehr leisten, sage ich mal. Und es gibt dir einfach diesen Rhythmus. Ja, Studien zeigen, dass Menschen mit regelmäßigen Schlaf-Wach-Zyklus länger leben, seltener krank werden und psychisch stabiler sind. Ein kleiner Brian-Hack an der Stelle, den du auch übernehmen kannst: abends eine Blaulichtbrille tragen und keine späten Mahlzeiten. Er nimmt seine Hauptmahlzeit mittags zu. Ja? Und du kannst abends zum Beispiel auch 2 bis 3 Minuten Journaling vor dem Einschlafen machen, ein Buch lesen, um einfach den Geist zu beruhigen und runterzufahren. Dritte Routine, Reizreduktion und Achtsamkeit. Obwohl Brian Johnson seinen Alltag streng durchplant, ist einer seiner Grundpfeiler mentale Klarheit und Reizkontrolle. Er vermeidet unnötige Entscheidungen, er nennt es Decision Fatigue, und reduziert externe Reize durch feste Routinen. Minimalistische Kleidung, also er hat zum Beispiel immer das gleiche T-Shirt an, kein Multitasking und geplante Ruhephasen. Auch ohne Uniform allerdings kannst du diesen Effekt erreichen. Ja? Plane feste, fokusorientierte Arbeitszeiten, nutze digitale Pausen, Digital Detox, kein Scrollen morgens, wie schon gesagt, oder abends, und versuche bewusste mentale Entlastung zu schaffen, zum Beispiel durch Meditation, durch Atemtechniken oder auch Naturreize, Biophilie. Ja. Schon 10 Minuten Reizreduktion pro Tag, also wie gesagt, kein Input an der Stelle sozusagen, verbessern nachweislich die Herzfrequenzvariabilität und fördern den Schlaf und steigern auch die kognitive Leistung. Punkt 4. Die Glukosekontrolle durch pflanzenbasierte, ballaststoffreiche Ernährung. Ein wichtiger Punkt, auch Brians Ernährung ist zu über 90% pflanzenbasiert, antientzündlich und exakt kalibriert, wie schon gesagt, auf die Glukosestabilität, die Darmgesundheit und auf die Zellverjüngung. Er verzichtet auf Zucker, auf verarbeitetes Getreide und alle Arten von Junkfood. Besonders wichtig, er achtet auf die glykämische Last jeder Mahlzeit und beginnt meist mit einem Teller Gemüse, um den Blutzuckerabfall nach der Hauptmahlzeit zu dämpfen. Glucose Hack, sagt er dazu. Ja, du brauchst also kein privates Ernährungsteam, aber du kannst dir diesen Mechanismus zunutze machen. Mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe, gesunde Fette, Olivenöl, Avocado zum Beispiel, und langsames Essen in der richtigen Reihenfolge. Auch sinnvoll, 12 bis 14 Stunden Essenspause über Nacht, um den Insulinspiegel niedrig zu halten und Autophagie-Prozesse, also Reparaturprozesse der Zellen zu fördern. Brian nennt das intermittierendes Fasten mit Rhythmusgefühl statt Zwang. Ja, hier die beste oder die nachweislich optimierteste Methode ist das 16:8 Fasten. Sprich 16 Stunden nichts essen, 18 Stunden etwas essen. Aber es gibt diverse verschiedene Formen und das ist immer sehr, sehr individuell und man sollte das für sich anpassen. Routine 5. Konsequente Ausrichtung am zirkadianen Rhythmus. Das ist einer der meist unterschätzten Aspekte in Brians Blueprint, ist seine zirkadiane Disziplin. Er lebt strikt nach dem natürlichen Rhythmus von Licht und Dunkelheit. Morgens geht er direkt an die frische Luft, abends reduziert er künstliches Licht und führt seinen Körper durch gezielte Rituale herunter. Für dich heißt das, morgens so früh wie möglich echtes Tageslicht tanken. Ja, zum Beispiel Spaziergang, den Kaffee auf dem Balkon genießen, vor allem jetzt bei dem Wetter. Das stellt deine innere Uhr, es senkt das Cortisol zur richtigen Zeit und verbessert nachweislich auch die Schlafqualität und die Stimmung.
Und abends, wie schon angesprochen, kein Fernsehen im Bett, kein grelles Handylicht, dafür vielleicht einen Aromadiffusor, ein paar Stretchübungen und eine klare Runterfahrroutine. Ja? Einfach mal ein Buch lesen, vielleicht einen Podcast anhören. Was zählt, ist nicht Extremkontrolle, sondern Alltagstauglichkeit. Ja, Johnsons Methoden zeigen, was biologisch machbar wäre, aber für den normalen Menschen ist die Kunst der Reduktion entscheidend. Was wirkt und passt zu meinem Leben, ist die Frage, die man sich stellen sollte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Like und schreib gerne in die Kommentare, welche dieser Routinen willst du für dich als erstes umsetzen? Was macht für dich Sinn? Oder siehst du die eine oder andere Routine vielleicht auch anders und würdest du sie gerne in dein Leben integrieren? In diesem Sinn, bleib gesund und bis zum nächsten Video.